Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Ich habe ganz lange nichts mehr Technisches vorgestellt hier auf dem Kanal. Heute ändern wir das und zwar hiermit, diesem kleinen Licht. Das ist das Godox LED 6R. Lightmans, so ein bisschen mit Teufelshörnern drauf. Okay, schauen wir mal, was es so kann. Als allererstes packen wir das Ding gleich mal aus und dann schauen wir mal, was kann es, wie hell ist es eigentlich und für wen ist es geeignet. Kleine Anleitung und hier ist auch schon das Licht. Kleines USB-C-Kabel dabei und das war's auch schon. So, was sind die wichtigsten Knöpfe? Also einmal an, aus, dann einmal ein Moduswechsler, das ist M, einmal ein Effektwechsler, das ist FX und dann Adjustment-Knöpfe, praktisch heller, dunkler, nehme ich an. So, was ganz schlau gemacht ist hier unten, also einmal kann man das auf einem Blitzschuh befestigen, auf der Kamera zum Beispiel. Und einmal kann man es auf ein Stativ, auf ein Tripod machen. Super cool geregelt. So, und das Besondere an dem ganzen Ding ist, glaube ich, dass man bis zu 6 von denen zusammenschließen kann. Das sind hier diese Ausbuchtungen. Und dann hat man praktisch ein großes Licht, wenn man möchte, auf der Kamera oder auch für alle anderen Zwecke. Ja, sieht übersichtlich aus. Ist jetzt nicht super, es ist viel Plastik, klar, aber ja, los geht's. Machen wir mal an. Kleines Display zeigt uns die Lichtwärme an, also 5600 Kelvin gerade, 100% Intensität wahrscheinlich. Genau, und ich kann stufenlos hier runtergehen, wirklich bis 0 runter, super. So, ich würde sagen, wir gucken uns mal die Effekte an, oder? Dafür mache ich mal das Hauptlicht hier oben aus. Ich schalte mal die verschiedenen Effekte durch. Okay, das soll wahrscheinlich so eine Art Fotoshooting simulieren. Oder Blitzlichtgewitter. Oh, das ist Lagerfeuer. Oh, das ist Polizei. Farben wechseln sich. Oh, was ist das? Feuerwerk? Ist das Feuerwerk? Kann sein, ne? Und es ist definitiv hell genug. Ich zeige euch mal die wärmste Stufe, die wärmste Lichtstufe. Kühleres Licht. Definitiv hell. Definitiv. Ihr müsst euch vorstellen, das Licht hier kämpft gerade gegen viel mehr Licht. Und dafür ist es. Wow. Cool. Also ich muss sagen, ich hatte bis jetzt keins von diesen kleinen Lichtern. Es gibt ja einige davon. Aber das scheint mir sehr ausgereift. Gerade mit der Funktion, dass man eben mehrere Lichter kombinieren kann und dann größere Lichtquelle schaffen kann und mehr Power hat. Und dann kann man dieses Ding praktisch auf die Kamera bauen. Das ist schon cool. Und gerade für Leute, die irgendwie Kurzfilme oder so drehen, diese Effekte, das ist cool. Also Lagerfeuer oder irgendwie Krankenwagen, Feuer, Polizei, alles Mögliche kann man simulieren. Es macht einfach Spaß. Es ist ein kleines Gadget. Für mich macht es am meisten Sinn auf Reisen. Das nimmt nicht viel Platz weg. Und immer, wenn man mal schlechte Lichtverhältnisse hat, sagt man sich, okay, ich habe da was dabei, ich stelle es mir irgendwo hin, ich mache es auf die Kamera. Man hat immer Licht dabei und immer ausreichend Licht. Weil also für die Größe ist es schon stark. Also das kann schon was beleuchten, auch wenn es nur eins ist. Mir gefällt auch, dass man es auf dem Tripod machen kann. Man kann es, wie gesagt, in den Blitzschuh stecken. Super. Es ist super vielseitig. 35 € ist, glaube ich, auch in Ordnung. Godox liefert eigentlich immer gute Qualität zum guten Preis. Ich glaube, ich werde viel Spaß damit haben. Vielleicht ihr auch. Wenn ihr noch mal ein bisschen genauer lesen wollt, ich verlinke das Ganze unten in der Beschreibung. Da ist der Link zu Amazon. Da könnt ihr das auch kaufen, wenn ihr möchtet. Oder einfach nur lesen. Ich glaube, ich bereue es nicht. Ich glaube, ich finde es ganz cool. Definitiv. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert bitte den Kanal. Das wird mir sehr helfen. Das wird uns sehr helfen. Und dann bis zum nächsten Mal.